Kein Stein auf dem anderen. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie kennen bestimmt die berühmtesten Bauwerke in unserem Land oder weltweit. Ein Kölner Dom, Brandenburger Tor, Frauenkirche in Dresden. Und es gibt ganz viele in unserem Land, so ganz berühmte sind, oder St. Paul's Cathedral in London oder St. Basilius Kathedrale in Russland oder Taj Mahal in Indien. Das sind große Bauwerke, wenn man nur einfach mal davor steht und sagt, wow. Oder Petersdom in Rom. Da denkt man einfach mal, dass diese Gebäude für ewig stehen werden. Das war genauso vor 2000 Jahren, der Jerusalemer Tempel. Wenn jemand nur einfach nach Jerusalem gepilgert hatte, stand man einfach mal vor diesem Tempel und sagt, wow. Was interessant ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Jesus sagt, meint ihr, dass dieser Tempel weiterhin bleibt? Kein Stein auf dem anderen wird bleiben. Er spricht eigentlich von der Zerstörung des Tempels. Es war schon schrecklich für die Juden damals zu hören, dass dieser mächtige Tempel, der eigentlich für ewig stehen soll runterkommen. Bist du bekloppt? Hast du eine Idee? Das war eigentlich 46 Jahre gebaut worden und du sagst, dass alles zusammenbricht. Lukas schreibt diesen Bericht natürlich nach 70 nach Christus, wo der Tempel wirklich zerstört war. Diese Erfahrung sagt mir, dass all diese größten Bauwerke der Welt werden in einer Katastrophe, ob das Erdbeben ist oder Brand, wie wir jetzt vor einiger Zeit in Notre Dame in Paris gesehen hatten, auf einmal in Schutt und Asche werden. Das heißt, alles ist einfach im Wandel, im Fluss. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist nicht nur für die Bauwerke, sondern auch für große Kulturen. Griechische Kultur war einmal mächtige Kultur, römische Kultur war genauso und meine tamilische Kultur war eine der ältesten Zivilisationen der Welt. Aber wo sind sie heute? Oder wir schauen einfach nach Portugal oder Spanien. Es waren mächtige Mächte in dieser Welt. Oder Großbritannien, England oder auch die Deutschen. Wir müssen demütig schauen, dass alles auf einmal in Wandel gehen wird. Selbst die Kirche. Heute steht die katholische Kirche doch in einer Situation des Umbruchs. Da ist so viel Zerrissenheit drin. Aber wenn wir einfach alles nur im Wandel betrachten, dann fragen wir uns, was bleibt dann doch? Ich würde sagen, der Glaube. Der Glaube soll bleiben. All diese Bauwerke, Kulturen, Reiche, alle können zusammenbrechen, aber der Glaube bleibt immer bestehen. Und das ist eigentlich auch, was Jesus von uns verlangt. Dass wir wirklich sagen, das Leben bleibt und das Leben ist von Gott und Gott bleibt. Nur wenn wir irgendwo einen Anhaltspunkt haben, wo wir einfach mal hängen können, das ist eigentlich der Glaube, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch wenn wir heute in einer Zeit des Wandels sind, können wir wirklich sagen, ich glaube an Gott. Und der Glaube an Gott wird uns helfen, auch wenn die Zeit uns immer wieder schmerzlich stehen lässt. Ich würde mir wünschen, dass dieser Glaube bleibt. Und das ist auch die Erfahrung an diesem Wochenende von 88 jungen Menschen in unserer Seelsorgeeinheit, die in Sandhausen am Samstagabend und in Leimen am Sonntagmorgen zur Firmung gehen. Firmung ist nicht anderes als Firmare, das heißt festhalten. Gott schenkt diesen jungen Menschen die Gewissheit, dass er bei ihnen ist. Also nicht kein Stein auf einem anderen, sondern wir bleiben an Gott, mit Gott und wir gehen
unser Leben mit ihm. Alles Gute und ja, gutes Festhalten mit unserem Gott. Tschüss.